Hare Krishna, schön, dass du eingeschaltet hast, hier zu einem weiteren Kapitel in unserem spirituellen ABC. Heute geht es um das Wort Hinduismus. Was bedeutet Hinduismus und wo kommt es ursprünglich her? Wir in der westlichen Welt haben dieses Konzept hier bekommen oder sind der Meinung, dass Hinduismus eine große Weltreligion ist und alle Menschen in Indien sind Hindus und folgen dem sogenannten Hinduismus, so wie hier bei uns zum Beispiel viele dem Christentum folgen oder andere folgen dem Islam oder andere folgen dies und das. So in Indien haben wir den Hinduismus. Und um den Hinduismus besser zu verstehen, müssen wir uns eigentlich deren heilige Texte anschauen. Heilige Schrift, so wie jede Religion einen heiligen Text hat, eine heilige Schrift, hat der sogenannte Hinduismus auch heilige Texte. Und das sind die vedischen Schriften. Veda bedeutet Wissen, sind in Sanskrit verfasst und sind sehr, sehr alt. Man sagt über 5000 Jahre. Und in den Veden kriegen wir einen tiefen Einblick über den Ursprung der Menschen, den Ursprung dieses Universums. Gibt es einen Gott, gibt es keinen Gott? Und verschiedene andere höhere Themen werden in den Veden erklärt. Und wenn wir uns mit den Veden auseinandersetzen, und es ist für uns auch möglich, jetzt in der westlichen Welt uns mit den Veden auseinanderzusetzen und sie zu vertiefen und das Wissen aus diesem Schatz des Wissens zu empfangen, dann werden wir sehen, dass das Wort Hindu oder Hinduismus in den Texten der Hindus gar nicht vorkommt. So. Und warum ist das so? Wieso ist das so? Wieso lesen wir diese Texte und wir finden gar keinen Begriff wie Hindu oder Hinduismus? Also sehen wir, dass diese Begrifflichkeit noch gar nicht alt ist. Und es ist darauf zurückzuführen, dass es in der damaligen Zeit viele versuchten, nach Indien einzufallen, Indien zu besetzen, Indien einen anderen Glauben zu geben. Und so sehen wir geschichtlich, haben wir die Mongolen zum Beispiel oder wir haben den Islam, der nach Indien kam, die Muslime, oder wir haben am Ende, hatten wir jetzt die Engländer, die versuchten auch ihren christlichen Glauben in Indien zu verbreiten. Und teilweise haben die Leute das auch angenommen, aber teilweise halt auch nicht. Und wenn wir uns jetzt die Zeit der Muslime anschauen, als die Muslime nach Indien kamen, waren sie damals im damaligen im heutigen Pakistan, was ja damals auch Indien war. Und in Pakistan gibt es einen Fluss, der heißt Sindhu. Und die Muslime zur damaligen Zeit haben Persisch gesprochen. Und sie haben diesen Fluss nicht Sindhu genannt, wie man ihn noch heute wieder nennt, sondern sie haben ihn Hindus genannt. Und sie haben das Land, in das sie gehen wollten, um den Glauben zu verbreiten, haben sie Hindustan genannt. Und sie haben alle Menschen, die dort leben, auf der anderen Seite dieses Flusses, den sie aber queren mussten, um dahin zu kommen, haben sie Hindus genannt. Wir werden diesen Hindus unseren Glauben geben. So. Oder andere sind dahin gegangen, um das Land einfach auszubeuten oder die Bodenschätze zu stehlen oder was auch immer. So, aber der Moslem zur damaligen Zeit hat das Wort geprägt Hindu wegen einem Fluss und hat es so benannt. Und dann Anfang des 19. Jahrhunderts haben ein paar helle Köpfe hier in der westlichen Welt sich gedacht, okay, so wie wir hier das Christentum haben oder den Islam oder das Judentum oder den Buddhismus, so müssen wir auch für Indien etwas finden oder für Asien, was die da machen, was sie da praktizieren. Ihre Religion müssen wir benennen mit einem Wort. Und so haben sie auf diese Zeitepoche zurückgegriffen, was eigentlich muslimisch geprägt ist, nämlich Hindu, und haben dann ein Ism erschaffen, den es nicht gibt. Alle Ism sind eigentlich menschlich gemacht. Und so ist dieser Hinduismus, Ismus ist ein gemachtes Wort und finden wir sozusagen nicht in den vedischen Texten. Und was aber komisch ist, was ich mir damals auch gedacht habe, weil ich bin auch durch das Wort Hinduismus auf meine heutige spirituelle Lebensweise gekommen, oder dadurch bin ich eigentlich ein Hare Krishna geworden, haben die Moslems das gar nicht mitbekommen oder auch die Engländer damals oder die Mongolen oder andere oder auch die Griechen, die damals kamen, haben die nicht gemerkt, dass da etwas ist, was nicht gleich ist, dass die Inder nicht alle dasselbe machen, dass sie nicht alle dasselbe verehren, dass sie nicht alle dieselbe spirituelle Praxis haben oder dass sie nicht alle
ja, gleich meditieren oder was auch immer. Da gibt es verschiedene große Unterschiede und das merkt man speziell, wenn man da vor Ort ist. Und jeder, der schon mal in Indien war, weiß, von was ich rede. Es gibt verschiedene Tempel, es gibt verschiedene Glauben, es gibt verschiedene dies und das. Und so gibt es auch verschiedene Menschengruppen, die man unterteilen kann. Und daran kann man auch den Baum der vedischen Weisheit erkennen. Nämlich Ursprung die Veden, und das ist ein Baum, der splittet sich auf, da gibt es verschiedene Äste. Und ein Teil davon sind sozusagen die Vaishnavas. Das sind die Verehrer Lord Vishnus. Die verehren Vishnu oder sie verehren Krishna oder sie verehren die Avatars von Vishnu, seiner Erweiterung. Und da sind wir auch als Hare Krishnas weltweit Teil von. Wir sind auch Vaishnavas. Wir verehren auch den höchsten Herrn in dieser Art und Weise. Was ist noch bekannt in Indien? Und jeder, der schon mal in Indien war, kennt sie und sieht sie überall, sind stark vertreten. Das sind die Shivaiten. Sie verehren Lord Shiva und sie sind Nachfolger Shivas und sie verehren Shiva mit seiner Familie, mit seinen Kindern, mit seiner Frau. Sehr, sehr stark vertreten. Und die dritte Gruppe, die auch sehr stark vertreten ist in Indien, die man auch überall sieht und verschiedene Tempel haben, sehr viele Anhänger und Nachfolger, sind die Shakti-Verehrer. Shaktiismus, man verehrt Shaktis und Shaktis sind die göttlichen Energien, die meist weiblich dargestellt werden, präsentiert werden in Form von Göttin Kali, Göttin Durga, Lakshmi, Parvati, Saraswati. Das sind nur ein paar von vielen Shaktis, die es gibt und die dementsprechend in ganz Indien und auch in Asien verehrt werden. Und dann haben wir noch eine Vielzahl von anderer Art der Verehrung, von sogenannter Halbgötterverehrung, dass die Menschen in Indien oder in Asien was machen? Sie verehren das, was sie jeden Tag sehen, das, was sie jeden Tag benutzen, das, was ihnen zur Verfügung gestellt wird durch die Göttlichkeit. Und sie bedanken sich dadurch oder sie suchen Zuflucht oder sie beten dafür, dass es ihnen nicht ausgehen möge. Zum Beispiel, dass sie jeden Tag frisches Wasser haben, dass sie regelmäßig Regen bekommen, damit ihre Ernte wächst, oder dass sie viel Sonne haben, damit Sachen wachsen können, oder dass sie beten zum Mond oder sie beten zum Feuer oder sie beten zu verschiedenen materiellen Elementen. Und so sind die Halbgötter vertreten sozusagen diese materiellen Elemente, feinstofflich und grobstofflich. Und die Leute wissen, dass es Persönlichkeiten sind. Wenn ich zum Feuer bete, ist da der Feuergott drin. Ich kann zu ihm beten. Und diese Verehrung ist im Endeffekt, die Halbgötterverehrung ist eine indirekte Verehrung des höchsten Herrn. Weil der höchste Herr erweitert sich in seine Teile. Als zum Beispiel der Wettergott, der Regengott, der Herr des Wassers, der Herr in der Sonne, der Herr am Mond und verschiedene Halbgötter. Und die kann man verehren. Und das ist eine indirekte Verehrung des höchsten Herrn und die wird akzeptiert. Und so sehen wir, dass in Indien all diese verschiedenen Arten der Verehrung haben ein Ziel, nämlich die Göttlichkeit oder den höchsten Herrn zu verehren. Ob indirekt oder direkt. Aber alle Menschen sind darin beschäftigt, die Göttlichkeit zu verehren und zu realisieren und wahrzunehmen. Und dann haben wir noch zum Beispiel die Jains haben wir noch oder verschiedene andere Formen. Wir haben noch die Sikhs und dann gibt es noch die und das und es gibt verschiedene andere Arten. Das ist nur ein kleiner Teil von dem, was es eigentlich an spiritueller Vielfalt eigentlich gibt. Und dann gibt es die Gurus und dann gibt es die Wege, es gibt die Philosophie, die eigentlich gleich ist, wird dann auch nochmal gesplittet in eine Persönlichkeitsphilosophie oder in eine Unpersönlichkeitsphilosophie. Aber selbst die Unpersönlichkeitsphilosophie, die nicht Gott als Gott so sehen, wie man ihn sehen sollte, sehen die Göttlichkeit und verehren diese Energie und verehren die Energien und im Endeffekt die Göttlichkeit als Energie oder die Göttlichkeit im Universum. Jeder Mensch sucht nach einer höheren Macht und einer höheren Persönlichkeit. Auch wenn er vielleicht die Persönlichkeit nicht akzeptieren mag, akzeptiert er diese Energie. Und er verehrt das Übermenschliche, das Höhere, was über ihm steht. Und das sehen wir sehr stark in Indien. Und das ist sehr, sehr schön, weil eigentlich Indien ist ein Vorbild für die ganze Welt. Weil obwohl es so verschiedene Wege und Philosophien geben mag und verschiedene Vorgänge, auch der Meditation oder der Art der Verbindung mit Gott oder der Realisierung mit Gott,
verträgt sich das alles. Und das ist das Wunderbare. Es ist nicht so wie die Hauptreligion, ich bin Teil dieser Religion und du bist Teil dieser Religion, deswegen mag ich dich nicht oder deswegen akzeptiere ich dich nicht oder deswegen muss ich dich bekämpfen. Nein, in Indien haben wir erstmal diese Vielfalt der vedischen Kultur plus dann noch, was von außen reinkam, wie den heutigen Islam oder das heutige Christentum oder der Buddhismus. Und das ist alles zusammengewürfelt in Indien. Und die Leute akzeptieren das untereinander, respektieren das und verehren sich teilweise gegenseitig und sind tolerant gegenseitig, finden das vielleicht sogar gut und interessant, was der andere macht und jeder lernt von dem anderen. Und das ist sozusagen die vedische Kultur und das können wir halt in Indien sehen. Und deswegen sehen wir, dass dieses Wort Hinduismus keinen wahren vedischen Ursprung hat und dass es in der westlichen Welt oder im Ausland geprägt wurde und das eigentlich nur ein Sammelbegriff ist für alles, was da praktiziert wird und das eigentlich sehr ungenau ist. Und es gibt eigentlich andere Begriffe, die man benutzen könnte, um diese Art der Religion in Indien zu benennen. Aber das werden wir nicht in diesem Video besprechen. Ich wollte in diesem Video nur mal beleuchten, dass der Hinduismus nicht das ist, was es nach außen oder was es zu sein scheint. Wir aus vedischer Sicht, aus der Bhakti-Yoga-Tradition, aus der Vaishnava-Tradition, wir repräsentieren den Hinduismus in der westlichen Welt und werden damit oft konfrontiert. Aber wenn uns jemand fragt, bist du ein Hindu, bist du ein Folger des Hinduismus, sagen wir nein. Wir leben nach den Schriften und wir sagen euch die Wahrheit und wir sagen, okay, in diesen Schriften findet ihr das nicht, weil dieses Wort oder diese Art der religiösen Bezeichnung ist ein gemachtes Wort. Und das wollte ich hier in diesem Video einmal präsentieren. Und ja, wenn ihr für euch das neu ist und ihr das nicht glaubt, schaut im Internet, ihr werdet viel darüber finden. Prabhupada spricht darüber oder viele andere heilige Persönlichkeiten aus dem Baum der vedischen Weisheit präsentieren das genauso. Und das ist eine schöne Erklärung, dass wir es verstehen können, wo das ursprünglich eigentlich hergekommen ist. Und ja, wenn ihr auch mehr darüber erfahren wollt, macht euch schlau und für viele Leute ist das nun mal ein spiritueller Zugang zur wahren Spiritualität und das ist auch gut, aber wenn man sich damit beschäftigt, sollte man sich auch die Frage stellen, was bedeutet es wirklich? Hat es wirklich diesen Ursprung? Bedeutet das wirklich das, was uns in der westlichen Welt erklärt wird? Und meistens ist es genau das Gegenteil. Und das ist das Interessante am sogenannten Hinduismus, dass man muss da tiefer gehen, um das wirklich zu verstehen. Und das heißt nicht, dass es schlecht ist, aber es hat halt nicht diese Bedeutung, die uns hier im Westen so erklärt wird. Das wollte ich in diesem Video mal ein bisschen beleuchten. Ich hoffe, es war interessant für euch. Bis zum nächsten Video. Hare Krishna.